Das Wiedersehen mit meiner alten Truppe. Wie gerne und wie ja oft haben wir hier gespielt mit Preußen Münster. Jetzt sind wir Gegner. Spieltag 17, der Abschluss der Hinrunde. Und für Preußen Münster freut mich, dass die auch im gesicherten Mittelfeld stehen. Die sind, glaube ich, 10. oder 11. Spielen also einen guten Schuh. Haben vorne Emanuel Fofana. Der hat eine 89. Wie gesagt, einen Wert von über 200 Millionen. Dass mir das nicht aufgefallen ist oder dass ich da den Vertrag nicht aufgelöst habe, das hat mich dann im Nachhinein sehr gewurmt, sehr geärgert. Ansonsten natürlich die Altbekannten. Wanner ist mit dabei, Ferry ist mit dabei. Wahrscheinlich nicht von Beginn an. Ach doch, guck mal, vorne ist er drin. T-Club spielt, okay, also haben sie doch nochmal ein bisschen durchgewechselt. Fofana sitzt auf der Reservebank wohl. Sieht so aus. Aber Poso ist noch da und Rogoff. Die Altbekannten, wen haben wir hier? Wagner noch auf der linken Seite. Jungs, ihr dürft gerne wieder Spiele gewinnen. Ihr dürft meinetwegen die ganze Rückrunde lang gewinnen, aber nicht heute. Heute brauchen wir die 3 Punkte. Und auch mit Koulibaly, Ekitike, ja, kommt da nicht ran. Schade. Aber Koulibaly ist, glaube ich, auch ein, den ich von wem geholt habe? Gute Frage. Auch vom BVB oder habe ich den nur ausgeliehen? Weiß nicht. Marc Flecken ist im Tor. Ach, Sinamoy haben sie verkauft. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Sinamoy. Der wird auch noch seinen Weg gehen. Abildgaard, ja, das war der, den ich im Winter eigentlich verpflichten wollte für Münster, der dann aber erst im Sommer gekommen ist. Ja, und Nacho Ferry, oh, natürlich ehemaliger Frankfurter, der will heute zeigen, was er drauf hat. Ja, und oh, gelbe Karte für Robin Koch, okay. Nach nicht mal 10 Minuten, so, da wisst ihr schon mal, was hier Sache ist. Achtung, Jongwa ist da, Jongwa, erster Schuss. Und Santos, ja, Jongwa, es war auch einer, der ist gesprintet, hoch und runter. Hatte nicht immer die beste Technik, nicht immer die besten Flanken, aber der war auch sehr, sehr gut. Genauso wie Brown hier, der witzt und wetzt auch die linke Seite lang. Da kommt Godfrey, den haben sich auch neu geholt. Und dann leider die Unzulässigkeit. Ja, Samu Chukwueze zu Brentford. Also wie gesagt, die Premier League Clubs, die hauen im Winter einen Transfer nach dem anderen raus. Das ist auch egal, wie hoch, 40 Millionen, 50 Millionen. Die scheinen das Geld zu haben. Und Rogoff, der auch viel zu wenig eigentlich bei mir gespielt hat, finde ich. T-Club genauso. Oh, Ferry, Achtung, da kommt keiner hin. Und dann steht es 1-0 für Münster. Und ausgerechnet Nacho Ferry. Das war natürlich klar, oder? Das stand schon vor dem Spiel fest, dass der treffen muss. Das ging gar nicht anders. Aber weil wieder auch niemand rangeht. Da sind 2 Leute, geht durch beide Innenverteidiger durch und dann haut er den natürlich mit 10.000 km/h wieder rein. Sein zweites Tor ist, also der spielt natürlich nicht oft. Der spielt nur gezielt. Heute zum Beispiel. Ansonsten spielt wahrscheinlich Fofana, den haben sie auch noch auf der Reservebank, um Gottes Willen. Warum der nicht von Anfang an spielt, verstehe nicht nur ich. Nicht. Listic, nächste Chance. Brown hinterläuft. Das ist jetzt die Chance zum direkten Ausgleich. Wir haben auch ein paar gute Talente. So wie ihn hier. Can Uso, da muss ich eigentlich den hier machen. Aus Respekt vor meiner alten Truppe. 1-1 Usun, aber da können wir heute leider keine Rücksicht drauf nehmen. Wir brauchen heute auch die 3 Punkte. Und wir können es auch. Usun, schön gemacht. Marc Flecken da ohne Chance. Aber Sinamoy würde ich auch gerne mal wissen, was mit dem ist. Ob der auf der Bank sitzt. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen bei der Gegneranalyse im letzten Part. Oder ob der irgendwo anders hingewechselt ist. Oh, Nacho Ferry, der ist schon wieder vorne. Der macht mit uns, was er will momentan. Den kriegen wir nicht gestoppt. Aber vielleicht ist das ja so ein typisches Spiel, dass die in der ersten Halbzeit noch gut mithalten und dann spätestens in Halbzeit 2, wenn die Kraft dann ein bisschen nachlässt. So, das ist die Hoffnung, die ich habe. Brown kommt wieder. Gegen T-Club, gegen Poso. Ekitike, wer kommt von hinten? Listic, nee, Usun ist da und der hat wieder zu viel Platz, Usun. Und Marc Flecken, dann gibt's kein Eckball. Und auch leider nicht den Ballgewinn, schade. Aber es ist ein munteres Spielchen auch wieder, wie gesagt. Brown dazwischen, sehr schön gemacht. Listic auf der Außen, ist natürlich auch sein Ex-Club, ne? Hat auch hier gespielt, leihweise. Ekitike jetzt mit der nächsten Chance. Auch wieder zu viel Platz, da geht keiner ran. Und schon haben wir das Spiel gedreht. Hugo Ekitike. Wollte gerade sagen, dann die Collins auch, ja, auch ehemaliger Münsteraner. Also ein Wiedersehen mit den alten Bekannten. Für ganz, ganz viele. Und das ist natürlich zu viel Platz. Und Ekitike schraubt weiter an seinem Torekonto. Ich glaube, Saisontor Nummer 13. Ich habe vorhin gesehen, der ist auf dem 3. Platz in der Torjägerliste. Das will ich natürlich auch für mich holen, diesen Preis.
Also den besten Torschützen der Liga zu haben, wäre auch nicht schlecht. So, und gibt es jetzt vielleicht sogar den Doppelschlag über Listesch. Koopmeiners, der kann auch gut schießen. Ui, knappes Ding. Jetzt geht das Pendel so ein bisschen auf unsere Seite. Wir haben jetzt die Führung, wir haben Druck. Oder wir machen dem Gegner Druck. Münster war am Anfang gut. Sind dann auch in Führung gegangen, aber jetzt haben wir so das Heft des Handelns in der Hand. Heißt aber nichts. Sie haben natürlich noch Fofana auf der Bank. Den müssen sie ja spätestens in der zweiten Halbzeit reinbringen. Wenn er nicht von Beginn an spielt, warum auch immer. So, Fofana, Ekitike unten, löst sich, ja. Listesch hinterläuft, das geht jetzt ganz einfach. Usun, da ist er. Oder geht er so rein? Der landet auf der Latte. Aber Usun wäre da gewesen, habe ich gesehen. So, das gleiche wie gegen Stuttgart, Adingra und dann Dimitriou. Ja, die beiden haben sich gesucht und gefunden. Komm, 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 Fofana, kriegst du noch. Listesch ist hinter dir. Und jetzt am zweiten Pfosten, guck mal, da stehen so viele Leute rum. Was macht ihr da? Was ist halt alleine? Die stehen alle rum, die traben nach hinten, die haben wohl viel Zeit. Ist noch nicht mal die erste Halbzeit vorbei, Jungs, ey. 35 Minuten. Da ist noch viel zu spielen. Aber die nächste Chance ist schon da über Adingra. Reger und dann, ja, auch hier breit machen. Die sind jetzt da zu dritt. Irgendwo muss ja dann eine Lücke sein. Adingra. Ekitike in der Mitte. Oh, auch wieder eine schlechte Flanke. Echt schlechte Flanke. Aber wir setzen nach. Usun. Kriegt eigentlich aber Ekitike. Ja, wir setzen die gut unter Druck. Das ist jetzt eine gute Drangphase. Jetzt brauchen wir einfach irgendwo einen Durchbruch. Wir bräuchten jetzt mal einen Durchbruch. Fofana. Keine Chance. Es ist nicht zu machen. Nix. Die wissen immer, was du machst. Aber jetzt nicht. Fofana dreht sich da dreimal um die eigene Achse rum. Aber du kriegst es auch anders nicht hin. Und jetzt kommt der Gegner. Achtung, Durchbruch. Wanner. Den kriegen wir gut verteidigt bislang, muss ich sagen. Der bekommt Gott sei Dank noch nicht so viel hin heute. Teklap. Oh, zu einfach. Und dann ist niemand da. Dann ist keiner da, der Henok Teklap da aufhalten kann. Der hat auch zu selten unter mir gespielt. Aber ich hatte halt bessere. Für meine Befinden. Aber Münster kommt durch die Ecke. Brown ist da. Nächste Chance. Auch zu einfach. Wanner. Achtung. Bloß nicht vor der Pause jetzt. Das wäre sehr, sehr blöd. Achtung. Abildgaard. Und Santos rettet. Ah, da ist noch nicht Halbzeit. Kriegen wir nochmal eine Chance? Gut, es gibt auch nur 60 Sekunden oben drauf. Die berühmt-berüchtigten 60 Sekunden. Es gibt auch nie mehr Nachspielzeit, ne? Vielleicht mal 2 mit Glück. In der Champions League hatte ich auch mal 3 Minuten. Aber ansonsten, ey, 1 Minute Nachspielzeit. Okay, also Münster ist noch nicht geschlagen. Ich warte auf Fofana. Ich bin gespannt, ob sie den mal reinbringen. Aber bislang sehe ich den nicht. Der wird geschont gegen uns, warum auch immer. Und wir brauchen jetzt einen guten Start in Halbzeit 2. Vielleicht gleich das dritte Tor. Würde hier schon mal ein bisschen beruhigter sein. Oder dann wäre es ein bisschen beruhigender für uns. Vielleicht jetzt Usun, das muss es doch sein. Und den knallt er rein. Auch da mit Ansage 3-1. Wichtig, direkt nach der Pause hier zurückzuschlagen. Oder, das heißt zurückzuschlagen. Nochmal zuzuschlagen. Sehr gutes Zusammenspiel. Da sind dann 2 Frankfurter gegen 6 Münsteraner. Aber so chancenlos war ich auch oftmals. Da stehst du eigentlich gut. Und dann gibt es trotzdem irgendwo eine Lücke. Und Usun ist halt... Ja, Usun. Der wird auch wahrscheinlich viel Geld uns dann einbringen. Aber ich möchte den auch gerne noch halten. Jetzt kommt... Ach, Joel Grudowski. Ah, nee, Remberg, ne? Ich glaube, das müsste Remberg sein. Ja. Das ist Remberg. Der ist auch immer noch da. Auch geholt von mir. Hat auch dem Verein die Treue gehalten. Und wie gesagt, ab dem nächsten Spiel, da darf Münster gerne auch wieder Spiele gewinnen. Aber heute brauchen wir auch echt die 3 Punkte, um oben dran zu bleiben und um vielleicht die Tabellenführung zu übernehmen, weil die Konkurrenz gewinnt auch nicht jedes Spiel. Leipzig zum Beispiel unentschieden gespielt, das letzte Spiel. Leverkusen weiß ich jetzt auch nicht, wie die stehen. Und die Bayern sind ja auch noch da. Und wir, Usun. Koopmeiners, Fofana. Jetzt kriegen wir den Platz. Jetzt kriegen wir den Platz. Ekitike. Schade, das muss das 4-1 sein. Das muss das 4-1 sein. Schade. Nächster Wechsel. Ist er jetzt? Kommt er jetzt? Er kommt. Jetzt kommt Emanuel Fofana. Jetzt bin ich wirklich gespannt. 89er Gesamtstärke. 222 Millionen sein wert. Also mehr als mein ganzer Verein wert ist wahrscheinlich. Aber krass, das war nicht abzusehen, dass der so eine starke Entwicklung nimmt.
Wann ist da? Robin Koch muss ich gucken, dass ich den vielleicht mal rausnehme. Da kommt da nämlich Fofana. Erster Sprint, aber Demetrio ist ein Gegenspieler wahrscheinlich. Der wird das schon machen. Muss er machen, muss er hinkriegen. Jetzt kommt Listesch. Nächste Chance. Ekitike läuft durch gegen Koulibaly. Ja, 1 gegen 1. Das ist nicht so seins. Usun ist durch gegen Wagner. Ekitike ist wieder frei. Sehr gut gemacht von den beiden. Sehr schön. 4-1. Und das dürfte die Entscheidung sein. Da war ich auch überrascht, dass ich da so durchgekommen bin. Also normalerweise hätte ich schon den Ball irgendwo verloren. Aber wieder 2 gegen 6 oder 7. Ich weiß, wie es ist, wenn man das nicht verteidigt bekommt. Und Ekitike netzt dann ein und jetzt haben wir nochmal die Chance nach einer Stunde ungefähr auch mal hier wieder zu wechseln. Paxton Aronson, da warte ich auch immer noch mal auf ein Angebot, weil ich denke so 10 bis 12 Millionen, wenn du für den kriegst im Winter. Ja, aber die Frage ist, kriegen wir es dann irgendwie ersetzt? Fofana ist ja dann auch bald wieder fit. Dann bräuchte ich eigentlich auch noch wen fürs ZOM. Vielleicht kriegen wir auch schon den ersten Scouting-Bericht. Ich weiß ja nicht, der 19. Januar müsste jetzt eigentlich auch bald sein. Vielleicht kriegen wir noch den ersten Scouting-Bericht aus Brasilien. Mit unseren ersten Spielern. Mal gucken, ob dann da irgendeiner mit dabei ist. Jetzt kommt Münster aber nochmal. Achtung. Die geben sich natürlich noch nicht geschlagen. Natürlich, warum auch. Steht zwar 4-1 fürs Torverhältnis. Müssen jetzt auch gucken, dass da nicht zu viel Gegentore noch fallen. Aber es könnte sein, dass jetzt gleich das nächste Tor fällt. Duro. Zum ersten. Chance lebt noch. Listisch an die Paxton Aronson. Da ist Skiri. Komm, Skiri. Schöner Schuss. Und Marc Flecken. Mit der nächsten Parade. Chavez kommt dann auch noch rein. Den hätte ich zum Beispiel auch von Anfang an spielen lassen. Ich weiß nicht, wie stark Koulibaly ist. Oder auch Fofana. Der muss von Anfang an spielen. Völlig vergeudetes Talent. Wenn der nur auf der Bank sitzt, dann kann er auch zu uns kommen. Bei mir wäre er Stammspieler. Das glaubst du aber. Ach so, Robin Koch wollte ich nochmal auswechseln. Ja, mache ich auch gleich. Muss aber hinten nochmal den Laden dicht halten. Wanner, auch Gott sei Dank nicht so viel von ihm gesehen. Oh, Fofana kommt, aber Demetrio. Der hat einen guten Antritt, der ist auch schnell. Der hat 99 Antritt, 99 Tempo. Der ist also weg, den kriegst du nicht. Wenn der einmal durch ist, dann ist er durch. Dann ist da auch nichts mehr zu verteidigen. So, Münster macht's dicht im Mittelfeld, das heißt, wir spielen es über den Flügel. Ach, das war abseits, natürlich. Auch wieder die berühmt-berüchtigte Sekunde zu spät. Gut, dann wechsle ich jetzt gerade nochmal hier Koch aus, Lienhardt rein. Und wen haben wir noch? Komm, Fernandes können wir mal reinbringen. Den habe ich zum Beispiel noch gar nicht spielen gelassen. Buta auf der anderen. Ach so, geht nicht mehr. Sorry, sind schon alle Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft. Aber Fernandes hat zum Beispiel noch gar nicht gespielt bei mir. Buta sind da gute Ersatzleute. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, die spielen von Anfang an. Da braucht man halt auch nochmal ein bisschen Qualität mehr. Ja, also vielleicht auch später ein Ersatz für Reger und für Brown. Aber jetzt kommt erst nochmal Paxton Aronson. Der will natürlich auch nochmal treffen. Paxton Aronson. Sehr schön. 5-1. Da geht der Marktwert gerade nochmal ein bisschen nach oben. Da können wir jetzt 15 Millionen verlangen oder 20 Millionen. Ja, und dann hat sich das doch so entwickelt, wie ich mir das in der ersten Halbzeit gedacht habe. Die spielen auch gut mit. Irgendwann lässt halt vielleicht die Kraft nach. Die Qualität setzt sich halt mehr und mehr durch. Und dann gibt es halt leider, tut mir halt leid für Münster, eine richtig schöne Packung zu Hause. Aber ihr dürft gerne die restlichen Spiele jetzt gewinnen. Jetzt ist mir das egal. Aber das Spiel heute, das habe ich persönlich genommen. Nee, Quatsch, aber da bin ich froh, dass es so gelaufen ist, wie es jetzt läuft. Wir tun was fürs Torverhältnis, ist auch immer wichtig. Und wir gewinnen. Hauptsache ist Sieg. Und ich mache natürlich auch hier weiter, ne? Wenn ich die Chancen noch weiterhin habe und die Freiräume, dann muss ich die nutzen. Und die nächste Chance kommt wieder über Aronson, der macht wohl nicht seinen Doppelpack. Schade, auch wieder ganz einfach. Ja, er läuft durch. Der Ball kommt im richtigen Moment. Also, es geht auch so. Es geht nicht nur kompliziert wie gegen Leipzig oder gegen Bayern. Es geht auch so. Und auch Duro darf sich wieder eintragen. Hugo Duro, 6-1. Oh, das halbe Dutzend ist voll. Ganz, ganz bitteres Spiel für Münster. Ganz, ganz bitter. Das hätte es unter meiner Regie nicht gegeben. Ah, Quatsch. Hier Duro auch wieder ganz entspannt. Zack, mit der Seite hinten ins lange Eck. Gibt nichts zu halten für Flecken. Oder gucken wir mal, geht er durch die Handschuhe durch?
Ja, den kann er bestimmt auch halten. Also da geht er ja auch bewusst nicht zum Ball. Also die Hände da, die müssen eigentlich zum Ball gehen. Also sagen wir mal, den hätte er halten müssen. Naja, egal. 6-1. Und es ist leider halt immer noch nicht Schluss, ne? Das ist ja das Schlimme aus Münsteraner Sicht. Duro, der will auch noch mal. Duro! Diesmal hat ihn Flecken, aber weiter geht's. Adingra. Paxton Aronson, Skiri vielleicht von Weitem. Ja, der will auch noch mal, aber der braucht zu lang. Nächste Chance. Oh, Skiri wird da von den Beinen geholt, aber egal. Vorteil läuft. Duro. Genau, den Doppelpass, den wollte ich. Duro. Ja, schade. Auf Spitzenwinkel wäre da eh nicht viel gegangen. Gibt nochmal gelb. Abildgaard in der 89. Und dann machen wir einen Strich unter dieses Spiel. 6:1. Ja, ein grandioser Erfolg natürlich für uns. Das ist sehr, sehr schön. Fofana, Gott sei Dank hat er nicht von Anfang an gespielt. Gott sei Dank haben wir den auch dann nach seiner Einwechslung gut im Griff gehabt. Aber ja. Ich glaube, es war gut, so wie es gelaufen ist. Ja, nochmal abseits von Duro, schade. Das brauchen wir. Wir brauchen die 3 Punkte. Wir brauchen das gute Torverhältnis. Und jetzt, wie gesagt, wünsche ich Münster weiterhin alles Gute für die restliche Saison. Ich hoffe, dass sie nicht absteigen. Ich hoffe, dass wir uns nächste Saison dann auch nochmal wiedersehen. Und ich freue mich, dass wir hier 6:1 gewonnen haben. Und somit, ja, ist zu diesem Spiel alles gesagt. Ja, da hat man halt leider den deutlichen Klassenunterschied gesehen. Und die Bayern, ihr seht, die sind verwundbar. Verlieren gegen Union Berlin 1:0. Also die Saison der Bayern, die ist für mich auch, ja, nicht nachzuvollziehen. Die verlieren in der Champions League jedes Spiel. Sind da schon ausgeschieden. In der Liga läuft es anscheinend auch nicht so rund. Ja, letzte Saison waren sie auch noch nicht so gut, wo wir noch mit Münster gespielt haben. So, jetzt gibt es hier erstmal eine Nachricht von Santos. Was ist mit ihm hier? Danke, dass ich so oft spielen darf. Ich erwarte mehr von dir. Der hat schon eine 68. Der entwickelt sich auch sehr, sehr gut. Dann haben wir ein Angebot für Brandweight aus der Premier League. Mal gucken, wie viel die bieten. Oh, 65 Millionen. Wir haben schon ein Angebot für die Bayern abgelehnt für 70 Millionen. Gibt es hier noch weitere Angebote? Nee. Boah, aber Brandweight 65 Millionen im Winter. Aber wen will ich spielen lassen? Will ich dann Lienhardt spielen lassen? Wobei, jetzt spielen zurzeit Robin Koch und Demetrio. Ich hätte Namdi Collins als Ersatz. Ich hätte Lienhardt als Ersatz. Boah, aber Brandweight, der ist auch 1,95. Aber wenn ich 65 Millionen kriege, das ist ein Angebot, das kann ich eigentlich nicht ablehnen. Ich verhandle mal, ich gehe mal rein. 65 Millionen wäre so der Idealvorschlag. Wurde mir da gerade angezeigt. Ich muss mal gucken, was sich da machen lässt. So, was haben die für Spieler? Ich mache erstmal Profitosch. Vielleicht haben sie ja einen besseren Innenverteidiger. Jordan Bayer, gut, das haben sie schon mal nicht. Was sieht's hier aus? Stürmer. Amendo Sieb haben die. Evan Gousson. Lyle Forster kenne ich nicht. Andreas Huntonji sagt mir auch nichts. Shankland, Oberfemi. Den haben sie so im Mittelfeld. Andreas, das ist eine durchschnittliche Truppe hier. Burnley. Torhüter Majewski, also eine durchschnittliche 80er, 70er Truppe, würde ich sagen. Lukas Digne, okay. Ja, 65 Millionen, ne? Wäre natürlich geil, wenn wir das irgendwie hinkriegen würden. Die Frage ist halt, kriegen wir da noch irgendeinen, zum Beispiel fürs ZOM oder Rechtsverteidiger? Ich mache jetzt einfach mal die 65 Millionen, die vorgeschlagen wurden. Mal gucken, was sie machen. Vielleicht lehnen sie auch ab, dann hat sich das ja erledigt. Gut, hat sich erledigt. Gut, dann nicht. Dann behalten wir ihn, dann werden wir ihn im Sommer halt, denke ich, verkaufen. Scouting-Berichte, ja, schaue ich gleich drauf. Ich warte mal auf den Brasilianer. Das werden wir erst nach dem Spiel, okay. Am 19. habe ich den losgeschickt, das heißt, nach dem Spiel in Köln werden wir dann die ersten Scouting-Berichte bekommen. Oder jetzt schon, ich guck mal gerade, Scouting-Berichte, vielleicht von denen, die ich noch habe beobachten lassen. Schinter Appelkamp ist noch nicht ganz fertig. Jovanovic habe ich gar nicht beobachten lassen. Ach hier, Detailinfos, da muss ich reingehen. Ist da irgendwie neuer mit hinzugekommen? Nee. Hat Lukas Schwabe das gemacht? Nee, der hatte Breno Santos unter anderem, gegen den wir ja auch gespielt haben. Ne, hier, der hat unter anderem Finn Aces. Und ansonsten, ja, müssen wir nochmal warten auf die anderen Berichte. So, Gegneranalyse. Oh, die Kölner. Dass die bei uns unentschieden gespielt haben, das ist auch eine Frechheit eigentlich. Die haben 4 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen, eine unentschieden. Die sind eigentlich gar nicht so gut, aber wir haben die halt irgendwie stark aussehen lassen. Jetzt haben wir das Spiel in Köln. Die sind Letzter, also das muss eigentlich genauso ein Spiel werden wie in Münster. Vielleicht nicht vom Ergebnis her, aber auch deutlich auftreten. 55 Tore geschossen, 29 aber auch leider bekommen. Aber nur 2 Punkte Rückstand. So sieht es also aus. Nach der Hinrunde Leverkusen ist Herbstmeister, dann wir, dann Bayern. Leipzig ist auf 4 abgerutscht. Wolfsburg ist 5. Die haben schon 7 Punkte Rückstand. Ich denke mal, es könnte so ein Vierkampf werden.
Wenn Leverkusen auch nicht alles gewinnt und wir und die Bayern, dann könnte das ein realistischer Vierkampf werden um die Meisterschaft. Münster ist 11., hat auch immerhin schon 5 Siege geholt. Die Kölner Letzter, ist aber auch noch ganz eng. Hertha, Hamburg, Mainz, Freiburg, Hoffenheim, die können da auch noch mit reinrutschen. Münster natürlich auch. Ich hoffe, dass sie eine gute Rückrunde spielen, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Ansonsten ist Fofana meiner. 89, den lasst ihr nicht auf der Bank versauern. Was ist denn bei euch schiefgelaufen? So, also nächstes Spiel gegen Köln. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg und dann gucken wir mal, dass wir die ersten Berichte aus Brasilien bekommen. Vielleicht haben wir ja den nächsten kommenden Weltstar dann bei uns in den eigenen Reihen. Lassen wir uns überraschen. Macht's gut. Ciao, ciao.